Hallo, willkommen zu unserem News-Video 02 2022. 02 bedeutet, ich stelle euch Sachen vor, die wir im Februar produziert haben und die jetzt ab März bei eurem Händler verfügbar sind, bei uns ab Lager lieferbar sind. Was haben wir im Februar gemacht? Wir haben 4 neue Subwoofer. Einen habe ich beispielhaft mitgebracht aus der CU-Serie. CU steht für Cubebox. Das sind kleine, kompakte Downfire-Subwoofer. Stelle ich gleich nochmal ein bisschen genauer vor. Dann haben wir in der RC-Serie, Endstufenserie, Gladen RC, eine Lücke gefüllt. Und wir haben ein neues 200 mm, 20 cm Lautsprechersystem für Universaleinbau, Türeinbau, ein universelles Lautsprechersystem. Okay, dann gehen wir mal ins Detail. Ich erzähle euch ein bisschen was zu den einzelnen Produkten. Ja, Subwoofer RSX aus der CU Cubebox aus der RSX-Serie. Den größten habe ich hier mitgebracht, den RSX 08 VBCU. VB steht für Vented Box, CU für Cube. Ich zeige mal kurz das Prinzip. Also wir haben das Bassreflexrohr auf einer Seite und haben den Subwoofer selber nach unten rausspielen mit Abstandsfüßen zum Boden. Prinzip nennt sich Downfire. Damit spielt der Subwoofer nicht nur wie ein Bassreflex-Subwoofer. Es entsteht zwischen Bodenplatte und Subwoofer selber entsteht ein sogenannter CDS, Compression Drive Slot. Das heißt, der abgestrahlte Schall hat eine Kompressionsfläche und dadurch ist die Ankopplung an die Umgebungsluft besser. Das erhöht den Wirkungsgrad und dieser sehr, sehr kleine, kompakte Subwoofer macht einen richtig guten, tiefen, kernigen Bass auf den Punkt. Mit einer erstaunlichen Lautsprecherstärke, was man so einem kleinen Gehäuse eigentlich nicht zutrauen würde. Wie gesagt, ein sehr guter Woofer drin aus der RSX-Serie. Das Gehäuse ist komplett made in Germany, hochwertig auf einer präzisen CNC-Fräse gemacht. Hier oben ist unser Gladen-Logo ist hier eingefräst, um das Ganze optisch ein bisschen aufzuhübschen. Made in Germany bedeutet, wir müssen uns auch keine Gedanken machen über schädliche Inhaltsstoffe, Formaldehyd, Dioxine, irgendwelche Klebstoffe, Leime oder ähnliches ist hier alles nicht drin. Das ist geprüft nach OEM-Herstellernormen. Ja, wie gesagt, das ist der größte RSX 08 VB-CU. Den gibt es noch eine Nummer kleiner als 065, da ist der RSX 6,5er drin verbaut. Und wem das noch zu hoch ist, die gibt es noch mal flacher in der Version mit den Slim-Woofern RSX 08 Slim. Das ist dann allerdings ein geschlossener Woofer und der RSX 10 Slim, etwas größer, allerdings nicht höher als 10 Zoll, ist ein geschlossener Woofer, auch nach dem Downfire-Prinzip, und den RSX 08 Slim VB CU gibt es, der ist ähnlich gebaut, nur noch mal etwas flacher. Könnt ihr euch anschauen, anhören bei eurem Fachhändler. Die gibt es auch zunächst nur in der Slim-Version, ab nächsten Monat in 4 oder 6 Wochen dann in allen Versionen als Aktiv-Subwoofer. Dann sind die von uns aus ab Werk bestückt. Aktuell ist hier ein gutes Terminal mit Klemm-Terminals drin.
In der aktiven Version werden die geliefert mit unserem Gladen ATM-Modul, 200 Watt RMS, High-Level, Low-Level-Eingang, Low-Pass-Filter, Anschluss für Bass-Remote-Control, alles dran. Dann ist also das Standard-Klemmterminal ersetzt durch unser Aktivmodul und wir haben einen kleinen kompakten Aktiv-Subwoofer, 200 Watt RMS. Die empfohlene Aufstellung für dieses Gehäuse ganz klar Downfire-Prinzip, dafür sind sie gemacht, dafür sind sie berechnet. Dieser Compression Drive Slot ist übrigens auch in seiner Höhe exakt berechnet, um die ideale Ankopplung an die Luft zu erreichen. Nichtsdestotrotz ist übrigens im finalen Ablagerzustand zweifarbig bezogen, schwarz und dieses grau melierte. Nichtsdestotrotz sind die Füße, die auf die Ecken geschraubt werden, einzeln als Zubehör dabei zur Selbstmontage, denn nichtsdestotrotz, man kann den Woofer auch kompakt an die Seite stellen oder an die Rückbank, wie einem beliebt. Aber wie gesagt, Empfehlung ganz klar, Downfire, Membran nach unten, Membrane ist geschützt, da kann nichts reinfallen, da kann nichts reinfliegen. Und akustisch haben wir absolut die beste Ankopplung erreicht. Komplette technischen Daten, Maße, Leistungsdaten schreibe ich unten in die Kommentare. Das sind die 4 neuen Subwoofer, ab sofort lieferbar und auch in der Aktivversion mit ATM-Terminal. Bei der Gladen Endstufenserie haben wir eine Lücke gefüllt, und zwar im Programm der Mono-Endstufen Gladen RC. Lange bekannt, Gladen RC 600 C1, kompakter Monoblock, Preiswert 600 Watt, 2 Ohm stabil. Da fängt es schon richtig an Spaß zu machen. Wem das nicht reicht, da hatten wir immer schon die RC 1200 C1. Die ist dann schon 1 Ohm stabil. Also auch wenn man 2 Subwoofer betreiben will mit ordentlich Leistung und Laststabilität. Und dann ging es weiter immer schon mit der RC 3200. Das ist fast schon eine Wettbewerbsendstufe, oder wenn man richtig Kapelle im Auto machen möchte, die geht bis 3,2 kW Leistung hoch, 3200 Watt und ist 0,5 Ohm stabil, und dazwischen klafft halt eine kleine Lücke. Diese Lücke ist jetzt aufgefüllt mit der RC 1800 C1 und die stelle ich euch ein bisschen mehr im Detail vor. RC 1800 C1, ein Mono-Class D-Verstärker bis 1800 Watt an 1 Ohm, 1300 Watt an 2 Ohm, 740 Watt an 4 Ohm. Aber ein Subwoofer muss ja nicht nur mit Leistung versorgt werden, der muss auch kontrolliert werden. Die 1800 C1 ist kein Chipverstärker, wie sie heute in Mode sind, weil sie günstig sind. Die ist noch herkömmlich gebaut mit einer ganzen Batterie, insgesamt 10 Stück Leistungs-MOSFETs, ordentlich gepuffert mit dicken Bulk-Elkos, einem Doppelnetzteil, symmetrische Versorgungsspannung, versteht sich von selber, ordentlich gebautes Netzteil. Also eher die klassische Bauart, die aufwendige Bauart, die dann aber auch den entsprechenden Strom liefern kann und den Subwoofer nicht nur beschleunigen, sondern auch kontrollieren kann. Auf der Stromeingangsseite haben wir ordentliche Klemmen, die mal ganz locker ein 50 Quadrat Kabel aufnehmen können. Diese Leistung muss natürlich auch entsprechend mit Strom versorgt werden. Wir haben ein Doppelterminal für 6 Quadrat Kabel, vierfach ausgeführt, jeweils zweimal plus, zweimal minus, damit auch 2 Subwoofer bequem angeschlossen werden können. Eingangsseitig die Zustands-LEDs, braucht man nicht drüber reden. Unseren Anschluss fürs RTC2 Pegel-Fernbedienungspotentiometer. Hinge-Eingänge, die sind umschaltbar, High-Level und Low-Level. Geht also auch direkt am Lautsprecherausgang des Radios.
mit einer Autosense-Erkennung, dass die Endstufe dann auch selbstständig einschaltet im High-Level-Modus. Wir haben einen schaltbaren Bassboost. Wir haben den Gain-Regler, hat auch jede Endstufe. Wir haben den Low-Pass-Filter von 40 bis 220 Hertz. Der ist bei dieser Endstufe in 24 dB, also vierte Ordnung, ausgeführt. Gibt einen schönen, knackig, straff, präzisen Bass. Und wir haben den Subsonic-Filter einstellbar bis 50 Hertz hoch. Ja, soweit die sinnvolle Mitte zwischen einer RC1200 C1 und der 3200 C1. Wer es also zwischen einem ordentlichen Fund noch einen drauf haben will, ohne in die Wettbewerbsklasse zu rutschen, ist mit der 1800 C1 sehr gut bedient. Tolle Endstufe, macht einen satten, sauberen, tiefen Bass, auch sehr kontrolliert und spielt auf den Punkt. Ja, und final habe ich euch noch ein neues Lautsprechersystem mitgebracht, das RS200, ein 200 mm System, 2 Wege zum Universaleinbau. Fangen wir mal an mit den Tieftönern, die im System enthalten sind. Da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Die hatten wir ja im letzten Newsletter schon ausgiebiger vorgestellt. Der 200 mm SG Hochtöner, Tieftöner, sorry. Ferritantrieb, solider Korb mit Falzungen drin für eine gute Stabilität. Das Besondere an diesem Tieftöner ist halt, dass er als 20 mm, als 200 mm, als 20 cm Tieftöner einen sehr, sehr ordentlichen Mitteltonbereich spielen kann. Das können die allermeisten 20 cm Tieftöner nicht. Und deswegen ist dieser Tieftöner geeignet für ein Zwei-Wege-System. Der ist gut belastbar, macht auch untenrum im Bassbereich richtigen Pfund, spielt tief runter und kann trotzdem einen sehr, sehr ordentlichen Mitteltonbereich spielen. Deswegen haben wir uns entschlossen, mit diesem Tieftöner auch ein Zwei-Wege-System in der RS-Linie anzubieten. Und ich baue mal kurz ein bisschen um hier. RS steht ja für die gelungene Mischung aus Sound Quality, Klangqualität, naturgetreue Wiedergabe, gepaart mit Pegelfestigkeit, ordentlichem Punch und Spaß bei der Musik. Deswegen weiterhin enthalten im Set eine 25 mm Seidenkalotte, der 25 GF Hochtöner, der in seinem Einbaugehäuse, Montagegehäuse auch auszurichten ist. Dazu gehört auch dieses kleine Aufbaugehäuse, wo er alternativ reingesetzt werden kann und entsprechend an A-Säule oder auf dem Armaturenbrett Pick ausgerichtet auf den Hörplatz montiert werden kann. Das etwas Besondere bei diesem RS-Lautsprechersystem sind die Frequenzweichen. Da haben wir uns auch entschlossen, die zweigeteilt zu machen. Im Schrumpfschlauch eine Frequenzweiche für den Tieftöner, eine Frequenzweiche für den Hochtöner. Hat einbautechnisch deutlich Vorteile, gerade wenn ein Lautsprecher in der Tür, der Tieftöner in der Tür, der andere Lautsprecher im Fahrzeuginnenraum, sprich A-Säule, Armaturenbrett, ähnliches eingebaut wird. Dann braucht man nicht quer verkabeln von Tür zum Innenraum, sondern jeder Lautsprecher bekommt seinen eigenen Weichenzweig da, wo er ihn braucht. Beide Frequenzweichen lassen sich anpassen, das erkläre ich mal kurz. So, hier haben wir die Hochtonweiche. Da gibt es eine Drahtschlaufe, die hat also ganz normalen Eingang und Ausgang, und dann gibt es eine Drahtschlaufe, die in verschiedenen Positionen
geklemmt werden kann. Das ist die Hochtonabsenkung. Wenn der Hochtöner-Pick ausgerichtet ist auf den Fahrer, ist er vermutlich in dieser Systemkombination gehört zu laut, wird aggressiv. Dann kann man den mit dieser Drahtschlaufe absenken um 3 dB oder um 6 dB und so die Hochtonlautstärke an die Wiedergabeposition anpassen. Es gibt da keine Universalempfehlung. Man kann aber sagen, je freier er abstrahlt, umso deutlicher ist er zu hören. Und dann läuft es darauf hinaus, dass er in der Praxis ein bisschen abgesenkt werden muss. So, die Tieftonweiche hat auch eine Drahtschlaufe, auch mit 3 Positionen. Damit lässt sich die Filterung des Tieftöners beeinflussen. Das erkläre ich mal kurz. Ist der Tieftöner frei zu sehen und auf den Fahrer ausgerichtet? Ich gucke die Membranfläche an. Dann spielt er einen sehr, sehr guten linearen Mitteltonbereich bis in den Hochtonbereich. Das muss dann natürlich irgendwann weggefiltert werden, damit es keine Überhöhung im Bereich kommt, wo Hochtöner und Tiefmitteltöner gleichzeitig spielen. Die Standardposition dafür ist ein 12 dB Filter, das heißt die hohen Töne werden aus dem Frequenzgang weggeschnitten. Jetzt gibt es aber Einbausituationen, entweder wenn der Tieftöner auf Winkel gehört wird, also das ist die Position, er strahlt mich direkt an. So, jetzt kann es aber sein, dass der tief unten in der Tür auf Winkel gehört wird und durch Bündelungseffekte die Akustik schon dafür sorgt, dass der Hochtonbereich abfällt. Dann darf die Weiche natürlich nicht nochmal zusätzlich diesen Abfall machen. Das heißt, diese Weichenfunktion, dieses Abfallen zum Hochtonbereich lässt sich mit der Drahtschlaufe beeinflussen. Ob das nur mit 12 dB relativ steil abfällt, ob das mit 6 dB relativ flach abfällt oder ob das sogar 0 dB, ob das zum Hochtonbereich gar nicht abfällt. Wenn der auf Winkel hinter einem Gitter sitzt, dann macht der nicht mehr viel Hochton hörbar. Dann braucht man den Hochton auch nicht wegschneiden. Das ist der Hintergrund dieser beiden Drahtschlaufen an der Frequenzweiche. Ja, wie gesagt, RS 200 System, klanglich in weiten Belangen anpassbar. Zum Universaleinbau passt in jeden 200 mm originalen Einbauschacht. Hochtöner entweder im Originalplatz oder frei zu montieren. Ein neues Universalsystem 200 mm. Das war es dann auch schon für den Newsletter. Im März Neuigkeiten, im Februar bei uns am Lager. Was ich noch sagen darf, es gibt neue Plug-and-Play-Kabel für Tesla, für Modell 3 und Modell Y mit SR und SR Plus Soundsystem. Blende ich hier mal kurz ein. Da darf ich sagen, bleibt dran an diesem Kanal, da kommen auch Einbauvideos und Demo-Videos, wie ein komplettes Anlagenkonzept im Tesla Model 3 und Model Y aussehen kann. In Verbindung mit hocheffizienten Pico-Endstufen und Plug-and-Play-Kabelsätzen passt genau für diese Fahrzeuge. Ich darf euch sagen, Mercedes-Benz W206 kommt langsam zu den Händlern. Mercedes selber kann die hochwertigen Soundsysteme aktuell nicht liefern. Das heißt, Standard Sound maximal bei Advanced Sound ist für den Mercedes-Kunden Schluss. Auch dafür haben wir passende Lösungen, die sind aktuell in der Entwicklung und werden jetzt im März hier auf unserem YouTube-Kanal vorgestellt, was wir da passend haben. Ja, in diesem Sinne, bleibt dran, mit dem Newsletter kommen wir wieder Anfang April, mit allen, was im März neu dazu kommt. Bleibt dran, es bleibt spannend. In diesem Sinne, tschüss.